Heimat. Irgendwie sind wir alle auf Suche nach Heimat. Das war auch Edgar Reitz, der in den 80er Jahren den Fernsehfilm Heimat 1 drehte. Er spielt im Hunsrück. Für Heimat hat er einen Ort erfunden, Schabach. Und eine Familie, die Familie Simon. Die wohnt in Schabach. In Heimat 1 zeigt er das Leben der Familie Simon und die Ereignisse in Schabach in den Jahren 1918 bis 1982. In Sargenroth bei Simon finde ich einen Friedhof, einen Filmfriedhof, denn nicht alle Gräber hier auf dem Friedhof sind echt. Es gibt auch einige Gräber, die wurden extra für den Film Heimat errichtet, und zwar Heimat 3. Da liegen sie alle. Das ist Marigot, Pauline, Maria, Paul, Martha und Anton. Und daneben Ernst. Diese Gräber sind auch jetzt, 15 Jahre nach den Dreharbeiten, noch erhalten. Matthias und Katharina Simon. Er war der Schmied im Ort Schabach. Und zwar hier im Ort Gehlweiler. Dieses Haus und die Schmiede spielten eigentlich die Hauptrolle in Heimat 1. Heute sehen sie noch genauso aus wie in den Filmen damals. Das Haus von der Marigot ist heute nur noch eine Ruine. Der Ort Woppenroth, das war eigentlich Schabach. Das war das Ortszentrum. Hier findet man die Kirche und etliche Wohnhäuser und den großen Dorfplatz, wo so viele Sachen passiert sind. Auch die Gaststätte, wo viele Szenen gespielt haben, ist in Woppenroth bis heute erhalten. Ist der Hunsrückdom, wir sind in Raveniersburg. Hier wird die Christmette in Heimat gefeiert. Das ist die Folge 1935, Weihnachten wie noch nie. Der Bahnhof von Kirchberg und die Hunsrück-Eisenbahn spielten eine größere Rolle in Heimat 1. Die Hunsrückbahn existiert heute nicht mehr, der Bahnhof ist ein Wohnhaus und die Schienen verrotten. Der Alois Wiegand, das war der erste in Schabach, der ein Motorrad hatte, ein Auto und ein Radio. Das Radio haben die damals bei Heimat 1 getestet auf einer Burg. Das ist diese Burganlage, Burg Baldenau bei Moorbach. Sieht heute ein bisschen anders aus, der Innenraum, als bei den Dreharbeiten, denn nach den Dreharbeiten fanden hier noch Ausgrabungsarbeiten statt. Man hat die Grundmauern ausgebuddelt und auch rekonstruiert. Der Eduard und die Luzi, die beiden haben sich eine große Villa gebaut. In der Villa waren dann die Nazi-Größen zu Gast und Eduard wurde ja Bürgermeister von Raunen. Die Villa als Drehort liegt in Büchenbeuren und sieht heute noch so aus wie im Film 1984. In Moorbach gibt es ein Café, das Café Heimat. Es ist entstanden im Geburtshaus vom Regisseur Edgar Reitz. Einige Filmrequisiten findet man übrigens im Hunsrück-Museum in Simon.
Da gibt es eine extra Abteilung zu den Dreharbeiten von Heimat. Noch mehr Requisiten findet man im Günderode-Haus bei Oberwesel. Das Haus wurde dann gebaut für Heimat 3. Der Hauptdarsteller Hermann und seine Freundin Clarissa wohnen in diesem Haus, das in dem Film dann ganz in der Nähe von Schabach liegt. An der Anzenfelder Mühle finden wir dann die Spuren von Ernst Simon, dem Flieger. Das ist das Haus, in dem Ernst wohnt. Das ist der Zwillingsbaum beim Ort Mannebach, der spielt in Heimat 3 eine größere Rolle. Ein Foto vom verstorbenen Gastwirt Molz, aufgenommen vor diesem Baum, das sieht der Hermann und kauft es dann in diesem Fotogeschäft in Simmern. In Gehlweiler hat Edgar Reitz für den Film Die andere Heimat dann den Ort von 1840 aufbauen lassen. Die Originalhäuser wurden so dekoriert, dass sie aussahen wie 1840. Wir sind jetzt in Gehlweiler. Gehlweiler war in Die andere Heimat, der Ort Schabach. In jedem Haus hängt heute noch eine Bildtafel, die zeigt, wie das Haus zur Zeit der Dreharbeiten ausgesehen hat. Ein Restaurant in Gmünden zeigt auf dem Parkplatz die Dekoration der alten Kirche vom Schabach aus dem Film Die andere Heimat. Die Grabsteine aus Die andere Heimat muss man sich im Hunsrück-Museum in Simmern anschauen. Ich verlasse den alten Friedhof von Sagenroth mit den Filmgräbern und denke nach über Heimat.